Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und heute, wie gestern schon bereits angekündigt, befinden wir uns im nächsten Gilden-Raid, ja, der Raid Nummer 101, 101 sind wir jetzt gerade hier am machen. Und was ich sehr, sehr verwunderlich finde, ist, dass wir jetzt gerade mal, ja, keine Ahnung, jetzt irgendwie beim dritten oder vierten von unseren Leuten angelangt sind, ja. Und ihr seht auf der rechten Seite bereits schon, dass ja, der Klabautermann schon ziemlich, oder der Klabauterkahn, ziemlich nah schon rangerückt ist, ja. Also beim 100. Raid, also den davor, den hatten wir ja gerade so besiegt gehabt und jetzt sind wir hier schon mit der Gilde, jetzt hier schon gleich beim letzten Gegner. Noch eine Banshee müssen wir hier besiegen und dann sind wir schon beim Endboss. Ich frage mich so ganz, wo da jetzt irgendwie das Balancing ist, weil den 100. Gegner, ja, den haben wir gerade so besiegt bekommen und haben ihn davor lange, lange Zeit gar nicht ja, weiß ich nicht, ansatzweise irgendwie geschafft. So, und jetzt sieht alles danach aus, als ob wir hier bei dem 101. Gegner wieder irgendwie gefühlt von vorne anfangen. Ja, also ich weiß nicht, wo da jetzt irgendwie ja, weiß ich nicht, der Herausforderungsaspekt ist, weil eigentlich, so wie im letzten Video bereits erwähnt, ja, habe ich die Raids auch immer so ein bisschen als, ja, als Maß quasi genommen, wie weit unsere Gilde gekommen ist und wie weit wir noch kommen werden und ob wir uns verbessert haben und so weiter und so fort. Und jetzt kommt mir das so vor, als ob wir jetzt so 100 Raid-Gegner irgendwie besiegt haben und ja, das jetzt wieder irgendwie gefühlt von vorne anfängt, so ungefähr, ne? Ich meine natürlich nur ein bisschen stärker als der allererste Raid, so, ne, das ist klar. Aber im Prinzip, ja, weiß ich jetzt nicht ganz, woran es liegt. Und ich habe es auch schon in den Kommentaren tatsächlich gelesen gehabt, dass der Raid danach tatsächlich, ja, deutlich leichter sein soll als der 100. Raid. Deswegen gucken wir mal. Aber ich denke mal, ich werde selbst bei diesem Raid gar nicht hier großartig zum Einsatz kommen. Ich denke mal, das wird unsere Gilde hier jetzt schon machen. Aber gut, okay, wir werden mal schauen. Wir werden auf jeden Fall die nächsten Tage gucken, wie weit wir kommen werden und ja, wann uns die Raids einen Strich durch die Rechnung machen. Weil es muss ja einen Grund haben, warum die höchsten Gilden, die es momentan so gibt, muss ja einen Grund haben, warum die noch nicht so viel weiter sind. Das heißt, dass ja jetzt hier mal zwischendurch irgendwie ein ganz schwacher Gegner kommt und das später wieder so ein bisschen anknüpft an die Gegner davor oder so. Also irgendwie blicke ich da nicht so ganz durch, muss ich sagen. Ja, aber wir werden uns auf jeden Fall überraschen lassen. Ich meine, die Free XP, die nehmen wir natürlich mit. Ja, aber es kann auch sein, dass hier, ja, der Klabauterkahn, der hat ja schon jetzt viele von uns weggekrittet hier oder weggenockt, ja. Dass er nicht so viele Vorreiter hatte, jetzt nicht so viele Banshees. Allerdings, gut, wird das, denke ich mal, mehr oder weniger trotzdem ein Kinderspiel werden, ja. Nicht, dass ich mich hier am Anfang jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt habe, aber wir sind ja noch lange nicht da angekommen, wo wir unsere ja, starken Late-Game-Spieler aus der Gilde haben, ne? Und deswegen denke ich mal, ja, sollte es auch kein Problem sein. Wir schauen mal, ob ich rankommen werde. Wir gehen mal ein bisschen vor im Kampf. Ich denke mal, die Leute sind mir jetzt nicht böse, dass ich die hier jetzt überskippe. Ja. Ah, der hält schon einiges aus, so ist es nicht. Und so, achso, und für die Leute, die gefragt haben, fand ich auch ganz lustig, warum alle so extrem auf Glück skillen hier in der Gilde. Das liegt daran, weil wir jetzt hier halt in einem Raid sind. Und da wird, glaube ich, soweit ich weiß, irgendwie alles durch 10 oder so geteilt, außer Glück, das bleibt aus. Ja, und deswegen kommen hier diese ganz komischen Stats hier irgendwie zustande. So, da bin ich anscheinend, komme ich nicht ran. Ne, der letzte hatte hier ja, dafür gesorgt gehabt, dass wir den, ja, Klabauterkahn hier besiegt bekommen, ja.
jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen weiter, was das angeht und ja, haben wieder ein bisschen Erfahrung gewonnen. Jetzt können wir ja mal schauen, ob wir auch hier jetzt gleich zur Feier des Tages Platz 1 auf unserem Server werden hier. Ja, wenn wir gegen den Sir Webster gewinnen, dann könnte es sein, dass wir auf Platz 1 landen. Ne? Also wie gesagt, ich habe mich gut stagniert auf jeden Fall zwischen Platz 1 und, na gut, Platz 1 hat meistens Sir Webster hier immer noch, aber ich sag mal so zwischen Platz 2 und 5, so, da bin ich jetzt so eigentlich die meiste Zeit, wenn ich inaktiv bin. Wenn ich aktiv bin, kann ich mich ja selbst immer noch ein bisschen hochfarmen und ein bisschen höher spielen. Ja, nice. Ja, haben wir den auch noch besiegt hier an der Stelle und sind wir auch gleich da, wo wir hingehören. Ne? Also ist schon ganz cool, dass ich jetzt mich so einigermaßen leicht ja, auf Platz 1 hier bewegen kann. Und das ist schon ziemlich cool. Und ja, das wollte ich hier auch noch live im Video machen. Ich habe hier noch einen legendären Edelstein gefunden. Das ist der letzte. Danach sind wir jetzt hier komplett orange ausgerüstet. Also klar, uns fehlen natürlich noch ein paar große orange Edelsteine. Hier muss noch einer rein, da und da. Aber ansonsten sind wir hier soweit fertig. Und wir setzen ihn ein. Wir achten mal auf die Stats. Ja, 164, na, fast 165. Und hier haben wir 103, fast 104. Ne? Wir gehen rauf, zack und boom. Ja, jetzt sind wir hier bei fast 105k und hier sind wir hier bei fast 166. Ne? Das ist schon sehr nice. Natürlich ist das alles auf Kosten der Nebenattribute hier. Also da muss man schon ziemlich einbüßen, sag ich mal. Jetzt die so niedrig zu haben, ist auch irgendwo ungewohnt. Ich könnte die noch ein bisschen skillen, aber es lohnt sich tatsächlich jetzt nicht, großartig hier noch was reinzuskillen. Es ist wirklich sehr, muss ich sagen, sehr komisch, sehr ungewohnt zu sehen, dass die ja, Geschick- und Stärkewerte hier, also die Attribute, die ich gar nicht skille, dass die so in Mitleidenschaft gezogen werden dadurch. Allerdings ist es halt schon worth, das zu machen, weil halt die Hauptattribute dadurch halt deutlich mehr in den Vordergrund kommen und davon deutlich mehr profitieren. So, da ist das jetzt nicht so wild, dass wir ein bisschen von den Nebenattributen einbußen. So, ne, natürlich steht hier auch, es hilft dir, dich gegen diese zu verteidigen. So, ne, also Stärke ist das Hauptattribut für Krieger, Kampfmagier und Berserker. Hilft dir, dich gegen die zu verteidigen. Ist natürlich ganz nice, dass man so ein bisschen Def bekommt vielleicht gegen die Gegner. Aber ja, im Prinzip sind die Skillpunkte besser angelegt bei Intelligenz und Ausdauer jetzt in meinem Fall. Außerdem sei mal noch dazu gemerkt, aber das ist jetzt nur ein Ausnahmefall, weil ich halt das Glück habe auf dem Server, ist es halt jetzt so, dass ich bis auf Sir Webster hier in der Ehrenhalle eigentlich nur mit Magiern zu tun habe. Gut, der Smudo ist noch hier. Aber ansonsten sind hier nur Magier in den Top 10. Ja. Und außer hier der Kundschafter, aber der spielt, glaube ich, nicht mehr. Der ist inaktiv oder so geworden, leider. Nur Magier. Und da ist es natürlich gar nicht so verkehrt, dass ich nur, ja, oder dass ich mehr Intelligenz habe, weil es halt gegen meine eigene Klasse halt hilft, so, ne? Und deswegen ist es nicht schlimm, dass ich mal so viele Nebenattribute einbuße, weil im Prinzip, ja, ist das halt nur zum Nachteil, sag ich mal, für die zwei Krieger hier, ne? Aber es ist halt auch wieder irgendwo zum Vorteil, weil ich natürlich auch gleichzeitig dadurch mehr Damage bekomme und mehr Leben habe, ne? Und das reißt eigentlich meiner Meinung nach den Nachteil davon raus, dass man hier die Nebenattribute einbußt, dafür, dass man aber noch mehr Hauptattribute bekommt. So, also wie gesagt, es ist halt nicht jetzt, man hat halt einen Verlust durch die schwarzen Steine, dass man halt hier die Nebenattribute ein bisschen weglässt, dafür aber deutlich größeren Vorteile, dass man in den Hauptattributen noch mehr gewinnt, ne? Ja, das wollte ich auf jeden Fall nur damit gesagt haben. Ja, das ist auf jeden Fall sehr nice. So, wir schauen mal. Den werden wir wahrscheinlich mit diesem Try nicht mehr legen. Dafür hat die Kunigunde, denke ich mal, zu schlechte Arbeit geleistet. Oder die Begleiter generell müssen ja alle mit hier ja, dran leisten. Da hatten wir schon bessere Versuche gehabt. Und ja, gut, dann sind wir auf Platz 1 und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns mal wieder von dem heutigen Tage. Ansonsten, ja, wie gesagt, bleiben wir weiter an den Gilden-Raids dran und die werde ich euch weiterhin zeigen. Mal schauen,
ab welcher Stufe wir da jetzt erstmal nicht mehr weiterkommen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.